Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist heute eigentlich schon der zweite Tag auf unserer Tour. Wir sind gestern von Wien bis nach Zagreb gefahren und ja, haben hier in einem ziemlich schäbigen, billigen Hotel in Zagreb übernachtet. Und heute geht der Spaß dann erst richtig los. Wir werden jetzt mal zu so einem lustigen alten Flugplatz in den Bergen bei den Plitvicer Seen fahren. Man sieht es immer noch am Packen. Die Mopeds sind gestern ordentlich dreckig geworden. Schauen wir mal, ob meine anspringen will. Manchmal muss man die Gelegenheit beim Schopf packen. Die Jahreszeit ist noch etwas zu früh, das Wetter noch etwas zu unberechenbar und kühl für eine erste längere Motorradtour. Macht nichts, sage ich mir, ich muss raus. Ich muss aufs Motorrad und ein weiteres kleines Stück Welt entdecken. Spontan und ohne große Planung geht es von Wien aus Richtung Albanien. Mein Kumpel Alfred ist mit von der Partie. Kurz nach Zagreb bekommen wir einen ersten Eindruck vom ländlichen Kroatien. Ich entdecke jede Menge Storchennester am Straßenrand. Unser Plan ist es, in Albanien Freunde zu treffen. Dass daraus nichts geworden ist, lasse ich gleich vorweg so stehen. Ein kaputter Enfield-Motor, eine Corona-Erkrankung und ein kleiner blauer Wind namens Bora haben aus unserem Abenteuer Albanien eine Tour quer durch Kroatien gemacht. Plan hatten wir ohnehin keinen. Schon nach den ersten Stunden Fahrt macht Alfreds Seitenständersensor Probleme. Frühstück hatten wir auch noch keines. Ja, die erste Panne hat jetzt genau ein paar Minuten gedauert. Funktioniert wieder. Ja. Sehr gut. Also WD-40 hat es wieder mal gerichtet. Perfekt. Und auf den Schock hin werden wir uns jetzt einen Kaffee holen. Statt Kaisersemmel und Butterkipferl gibt es hier Cevapcici und Pommes zum Frühstück. Besonders freue ich mich nicht darüber. Aber mit leerem Magen fährt sich's auch nicht so gut. Bisher kenne ich eher die Küstenlandschaft Kroatiens. Unser heutiges Ziel liegt aber im Landesinneren, nahe der bosnischen Grenze. Und so fahren wir durch so viele abwechslungsreiche Landschaften, wie es dieses Land zu bieten hat. Von erblühenden grünen Laubwäldern, bäuerlichen Kulturlandschaften bis hin zu schroffen Felslandschaften, die einen zurück in die Italo-Western-Zeit versetzen, ist alles dabei. Obwohl wir auf Hauptstraßen unterwegs sind, wirkt es hier wie ausgestorben. Die großen Touristenströme kommen wohl erst in ein paar Monaten. Ein paar Kilometer vor Celjeva geht's endlich runter von der Straße. In der Ferne
erblicke ich bereits die Hügel, in denen sich die ehemaligen Bunkeranlagen der Flugzeugkaverne befinden sollen. Bemerke ich, dass Alfred nicht mehr hinter mir ist. Als er auftaucht, fahre ich weiter. Irgendetwas dürfte aber nicht stimmen. Alfreds Motorrad klingt plötzlich etwas lauter als zuvor. Ja. Weil das war ganz komisch. Hast du was gefunden? Bist du irgendwo dagegen gefahren oder? Ein Star hat es mir unten. Ach so, oh je. Und ich bin voll, weißt du, der war auf einmal da. Und ich bin voll aufgesessen. Ja, es hört sich an wie der Auspuff, aber es hört sich nicht gar schlimm an. Nein, es hört sich Ja. so an, wie wenn der Auspuff irgendwo ein Loch hat. Ja. Naja, viel Scheiße. Überall im Weg. Das Navi zeigt längst keinen Weg mehr an. Ein freundlicher Bauer in seinem Traktor weist mir aber die Richtung. Also im Traktor hat man Zeit in die Richtung, was auch immer, aber das Navi zeigt mir gar nichts mehr an. Das hat mich immer in die Richtung da umgeschickt, aber da waren keine Wege. Ja, wir sind aber richtig, wir sind richtig. Gut, weiter geht's. Na bitte. Ich habe fast das Gefühl, das war nicht ganz der richtige Weg. Ja. Gemeinsam mit ein paar netten Italienern wird Alfreds verbogener Motorschutz notdürftig repariert. Dann kann ich endlich die abgestellte DC-47 besichtigen. Über ein abgerissenes Stück Zaun gelangen wir auf die Maschine. Bei der Flugzeugkaverne Celja war. Das ist einer der tollen Lost Places hier, dieses wunderschöne Flugzeug.
Das ist unsere erste Station. Wir werden jetzt dann aber weiterfahren, weil es gibt noch was richtig Tolles zu sehen hier. Der unterirdische Bunker, der sich heute im Grenzgebiet zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina befindet, war einst das teuerste militärische Bauwerk Europas. Die Anlage wurde zwischen 1948 und 1968 gebaut und sollte einem direkten Atombombentreffer standhalten. Ja, und das hier ist jetzt die zweite Station. Unfassbar, was hier in den Berg reingebaut wurde. Ich werde da jetzt einfach mal reingehen. Wahnsinn. Okay. Man sieht, es ist echt finster hier. Und es halt ganz schön. Es geht dann noch ordentlich in den Berg rein. Ich bin jetzt erst im Motorrad reingefahren. Ich weiß nicht, ob man was gesehen hat. Wahrscheinlich nichts, weil es da hinten einfach nur finster ist. Und hier waren im Berg bombensicher die Flugzeuge stationiert. Und das wird wahrscheinlich noch 150 Jahre stehen hier. Komplett sinnlos. Aber so ist das im Leben. Und Alfred, was ist mit deinem Sorgenkind? Ja, passt, ist brav in Ordnung, macht ein bisschen einen Wirbel. So, haben wir jetzt Langharzen. Über den Irrsinn, den Konflikte zwischen Staaten, Bündnissen oder Völkern mit sich bringen, lässt sich an so einem Ort gut nachdenken. Wer hätte noch vor ein paar Wochen gedacht, dass so etwas wie Krieg im Herzen Europas überhaupt möglich ist? Wer hätte gedacht, dass der Kalte Krieg plötzlich wieder mehr als Geschichte sein könnte? Es macht mich traurig und nachdenklich. Scheiß alte machtgeile Patriarchen, denke ich, und gebe Vollgas, fege hinweg über another Bullshit Dictators Airbase. Vergesse ein wenig, dass wir uns hier im Grenzgebiet zu Bosnien-Herzegowina befinden. Dürfen wir nicht fahren, glaube ich, oder? Ja. Da fahren wir über die Grenze, drehen wir um. Ja. Irgendwann finden wir wieder unsere Route. Viel los ist hier ja nicht.
Küste. Ich freue mich, dass sich endlich die Sonne blicken lässt. Die sanfte Wärme tut gut und gibt frische Energie, noch den Rest der Strecke zu bewältigen. Je näher wir der Küste kommen, desto karger wird die Landschaft. Karger und windiger. Wir werden von starken Seitenwinden hin und her geweht. Brauchen oft die gesamte Spur, um die Böen ausgleichen zu können. Spaß macht das keinen mehr. Ich presse mich an meine Enfield und düse weiter Richtung Küste. Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir Pakostane, schlagen unsere Zelte etwas windgeschützt zwischen zwei Campingwegen auf und fallen müde in unsere Schlafsäcke.